Herzlich willkommen bei einem neuen Test von teigwelt.de. Dieses Mal haben wir uns Küchenmaschinen genauer angeguckt. In unserem aktuellen Praxistest hatten wir 5 verschiedene Modelle. Das erste Modell ist WMF Profi Plus, das zweite Kenwood Chef Elite, das dritte KitchenAid Artisan, das vierte Bosch Optimum und das fünfte Bosch Mum 5. Wir haben uns in unserem Test ausschließlich auf die Rührleistung konzentriert und sind nicht weiter auf das Zubehör, das man käuflich erwerben kann, eingegangen. Als erstes ging es los mit dem Einsetzen der Haken. Wir haben hier in dem ersten Test den Rührhaken eingesetzt zum Kneten von Teig. Bei der WMF-Maschine war das Einsetzen sehr leicht. Der Verschluss rastete leicht und einfach ein. Man hat das System auch sofort verstanden und musste nicht überlegen, wie man den Haken einsetzt. Das gleiche gilt für die Maschine von Kenwood. Hier war es im Endeffekt der gleiche Mechanismus, der zum Einsatz kam, genauso wie bei der KitchenAid. Hier konnten wir keine Unterschiede feststellen. Als nächstes an der Reihe sind die beiden Modelle von Bosch. Hier ist es ein bisschen anders. Das ganze System ist an sich ein bisschen hakeliger, da die Rührhaken diagonal eingesetzt werden. Das macht es zu Anfang ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden, wie man das einsetzen soll. Hat man es aber 2-3 Mal gemacht, hat man den Dreh auch sehr schnell raus. Als nächstes wollten wir die Küchenmaschine aber auch wirklich in der Praxis sehen. Wir haben dazu einen einfachen, kleinen, festeren Teig gemacht. Der besteht aus 200 Gramm Mehl und 150 Milliliter Wasser. Und jetzt wollten wir sehen, wie die einzelnen Maschinen sich schlagen gegeneinander im direkten Vergleich. Jetzt haben wir zu guter Letzt das Wasser noch hinzugefügt und die Maschine eingeschaltet. Wir haben bei allen Maschinen eine Stufe im unteren Drittel genommen. Meistens war es die Stufe 3. Hier schön zu sehen, dass wir die Seite bei der KitchenAid vertan hatten und aus Versehen den Einschalter benutzt haben und nicht die Fixierung zum Hoch- und Runter machen. Und ich war etwas überrascht, dass die KitchenAid trotzdem loslegte, obwohl sie nicht nach unten geneigt war. Alle anderen Maschinen haben dort einen Sicherheitsmechanismus, dass das nicht möglich ist. Bei diesem kleinen Teig hatte noch keine Maschine wirkliche Probleme, diesen zu kneten. Bei nur 200 Gramm Mehl war dies von der Leistung, die die Maschinen in unserem Test hatten. Die niedrigste Leistung ist die Bosch Optimum 5 mit 900 Watt. Das war für alle mühelos. Die Maschine von WMF hatte keinerlei Probleme beim Kneten. Für uns war es auch interessant, ob diese kleinen Teigmengen überhaupt möglich sind. Hier sehen wir die Maschine von Kenwood, auch keine Probleme beim Kneten. Denn ich hatte die Befürchtung, dass wenn man nur kleine Brote zubereiten möchte, dass teilweise die Schüsseln zu groß sind, so dass der Teig nicht gut durchgeknetet wird. Das war aber nicht der Fall. Alle 5 Maschinen haben auch die geringe Teigmenge sehr gut durchgeknetet. Etwas unzufriedener war ich mit der Leistung von den beiden Maschinen von der Firma Bosch. Hier wurden die Teige eher nach außen gedrückt in der Schüssel und weniger durchgeknetet. Das war bei der Bosch Optimum 5 noch mehr. Dort ist die Schüssel auch etwas geformt, dass es in der Mitte hochgeht. So geht der Teig sowieso schon nach außen weg. Die Knetleistung war hier nicht so gut. Hier sehen wir jetzt nochmal alle 5 Teige nacheinander. Am besten verarbeitet hat den Teig für mich die Maschine von Kenwood, diese. Als zweites die Maschine von KitchenAid. Insgesamt kann man aber sagen, dass alle Teige vernünftig verarbeitet und gut durchgeknetet waren. Man sieht in den Schüsseln von den beiden Bosch-Maschinen, dass sich viel mehr Teig an der Seite festgesetzt hat. Nun kommen wir zum ersten kleinen Härtetest. Wir haben zu der ersten Teigmenge, den 200 Gramm Mehl, haben wir jetzt nochmal 1000 Gramm weiteres Mehl hinzugefügt. Jetzt wollten wir mal sehen, welche Maschine wirklich wie leistungsfähig ist und wie viel Volumen in der Schüssel ist und wie sehr das Mehl überschwappt. Wir haben alle nacheinander angeschaltet und dann einfach mal geschaut, wie viel Mehl sich im Endeffekt verteilt.
Hier spielt zum einen sicherlich das Schüsselvolumen eine Rolle, aber auch die Schüsselform ist hierfür ausschlaggebend, sowie die Rühre an sich. Vom Schüsselvolumen die größte Schüssel hat die Bosch Optimum, dicht gefolgt von der WMF Profi Plus. Die Bosch Optimum hat ein Volumen von 5,5 Liter, die WMF Profi von 5 Liter. Gleich dahinter kommt die KitchenAid mit 4,8 Liter, gefolgt von der Kenwood Elite Chef mit 4,6 Liter und zu guter Letzt die Bosch Optimum 5 mit 3,9 Liter. Bei der Bosch Optimum und bei der WMF Profi Plus ist kaum Mehl daneben gegangen. Natürlich war auch gerade bedingt durch das Einschalten ist etwas an der Seite rübergefallen, aber später beim Rühren ist weniger daneben gegangen. Genauso wie bei der Kenwood Chef Elite, dort ist wenig daneben gegangen. Einzig und allein bei der Bosch Optimum 5 war die Teigmenge schon zu viel. Hier empfiehlt es sich, diese Maschine nur zu wählen, wenn man Teige verarbeiten möchte, die kleiner sind als 1,2 Kilo Mehl. Zu sehen. Die WMF ist von der Standfestigkeit bei der Teigmenge nicht besonders geeignet. Sie hat sich immer wieder verdreht, wir mussten sie immer wieder zurückschieben. Diese Maschine verfügt auch über keine Saugnäpfe oder ähnliches an der Unterseite. Sie ist recht glatt. Dadurch bewegt sie sich bei größeren Teigmengen stark. Die Maschine von Kenwood hat sich ganz leicht bewegt, das war aber nicht wirklich nennenswert. Die Maschine von KitchenAid stand sehr fest. Obwohl sie über keine Saugnäpfe verfügt, steht sie sehr gut. Das hohe Eigengewicht hilft hier sehr. Die beiden Maschinen von Bosch stehen mit Abstand am besten. Diese verfügen aber auch über Saugnäpfe auf der Unterseite. Der Knethaken und die Schüssel von der Maschine von WMF war so geformt, dass es sehr stark an der Seite rausquillte. Immer wieder kam der Teig an der Seite hoch und wirbelte sich immer weiter hoch. Der Teig bei der Kenwood-Maschine wurde sehr gut verarbeitet. Der Knethaken hat zwar auch die Folge gehabt, dass der Teig immer wieder hochkam, aber dieser fiel auch immer wieder sehr gut runter. Die Maschine von KitchenAid hat bei dieser Teigmenge und mit dem Standard-Knethaken nicht überzeugen können. Der ganze Teig hat sich um den Haken verfangen und hat sich in der Schüssel selbst gedreht. Das bedeutet, dass der Teig gar nicht mehr durchgeknetet wurde, sondern sich nur noch in der Schüssel dreht um die eigene Achse. Das wollen wir natürlich nicht. Gleiches war zu beobachten bei der Bosch Optimum 5. Hier war es auch so, dass der Teig sich in der Maschine, in dem Knethaken der Maschine verfangen hat und sich um die eigene Achse gedreht hat. Bei der Bosch Optimum wurde der Teig auch sehr gut durchgeknetet. Es war eine ähnliche Knetleistung wie bei der Maschine von Kenwood. Hier sehen wir gerade nochmal den Teig aus der KitchenAid, wie dieser sich auch um den Knethaken verfangen hat. Bei der Bosch Mum 5 ist die Befestigung des Knethakens suboptimal. Dieser ist im Test immer wieder rausgegangen aus der Verankerung. Als nächstes an der Reihe der Kuchenteig. Hier haben wir einen Standard-Kuchenteig gemacht mit 125 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, 2 Eier, 200 Gramm Mehl und 150 Milliliter Milch und wollten auch hier sehen, wie die Maschinen sich schlagen. Die Maschinen von WMF, Kenwood und KitchenAid hatten jeweils bei den Rührhaken Varianten aus Metall. Die Haken von Bosch waren auch aus Metall, hatten noch aber eine Silikonummantelung.
Die Maschinen von WMF, von Kenwood und von KitchenAid verfügen über sogenannte Planetenrührsysteme. Der Rührer dreht um die eigene Achse, aber es gibt auch noch eine zweite Achse. Die beiden Küchenmaschinen von Bosch haben nicht dieses Planetenrührsystem, sondern nur eine Achse, die sich dreht, aber der Rührer ist schräg gestellt. So erreicht es eine ähnliche Wirkung, aber wir haben schon beim ersten Test gesehen, dass die Rührergebnisse bei dem festen Teig nicht so gut waren wie die von dem Planetenrührsystem. Der Kuchenteig wurde von allen Küchenmaschinen sehr gut verarbeitet. Von der Leistung her gar kein Problem, da dieser Teig ja eher flüssig ist und nicht so fest wie ein klassischer Brotteig. Von der Rührleistung her war die Maschine von KitchenAid hier die beste, aber auch die Bosch Optimum 5 konnte sehr gut abschneiden. Jetzt wollten wir uns den Spritzschutz angucken der Maschinen. Wir haben dafür 1200 Milliliter Wasser mit in die Schüsseln geführt und einen kleinen Rest Teig drin gelassen vom Kuchenteig, damit man auch das Wasser besser erkennen kann, wo es hinspritzt. Bei der Maschine von KitchenAid war in unserem Lieferumfang als einzige kein Spritzschutz dabei, so konnten wir diesen nicht testen. Wir haben die Maschine trotzdem mit der gleichen Menge Wasser befüllt und wollten schauen, wie sehr sie so spritzt. Als erstes die Maschine von WMF wieder. Der Spritzschutz hier hielt das Wasser wirklich sehr gut ab. Der Spritzschutz von Kenwood war etwas schwieriger auf die Maschine zu setzen und auch an der Seite kam das Wasser immer mal wieder durch. Erstaunlicherweise hat die Maschine von KitchenAid mit am wenigsten gespritzt, auch ohne Spritzschutz. Bei Bosch, bei der Optimum, war die Öffnung sehr groß vorne, so dass, wenn diese offen war, auch immer wieder Spritzwasser herausgetreten ist. So auch bei der Optimum 5. Dort hat mir sehr gut gefallen, dass die Schüssel hatte überlappende Ränder. Dort konnte der Spritzschutz besonders gut raufgesetzt werden und saß am Festsitzen. Richtig viel Wasser ging bei keiner Maschine daneben. Es war halt ein etwas größeres Kleckern bei der von WMF und bei der Kenwood-Maschine. Was wäre Kuchenbacken ohne Eischnee? Also haben wir als nächstes 2 große Eier geschnappt, die Eier getrennt und das Eiweiß in die Schüsseln gefüllt. Alle Maschinen haben wir auf volle Stärke angemacht und wollten erstmal schauen, welche Maschine ist am schnellsten und bei welcher ist der Eischnee am besten. Wir haben das Video immer mal wieder in Zeitraffer geschnitten zwischendrin, sodass wir die Ergebnisse besser sehen können. Am Ende haben wir den Zeitraffer allerdings weggelassen, sodass wir den Abstand der einzelnen Maschinen zueinander besser sehen können. Nach ca. 3 Minuten ist noch keine der Küchenmaschinen fertig. Man sieht zwar erste Ansätze von Eischnee, aber noch keine Maschine ist fertig. Der von der KitchenAid sieht in diesem Zustand mit Abstand am besten aus. Aber auch der Eischnee von der Bosch Optimum sah bereits gut aus.
Als erstes war die KitchenAid fertig mit dem Eischnee. Und um das schon mal vorwegzunehmen, es ist auch mit Abstand der festeste und schönste Eischnee von der Struktur. Als zweites die Bosch Mumm 5. Die Nummer 3 in unserem Test, die Bosch Optimum. Hier ist auch das Eischnee-Ergebnis wirklich gut, sie war nur etwas langsamer. Diese Maschine verfügt außerdem über eine Eischnee-Automatik. Diese hatten wir vorher getestet. Dort kann man auf dem unteren Display einstellen, dass man gerne Eischnee haben möchte. Man füllt das Eiweiß ein und stellt auf das Automatikprogramm. Das hat in unserem Test aber gar nicht funktioniert. Die Maschine hörte bereits auf, obwohl das Eischnee noch gar nicht fertig war. Es war fast noch komplett flüssig. Nummer 4 und 5 in unserem Test, Kenwood und WMF. Diese haben beim Eischnee nicht wirklich überzeugen können. Der Eischnee von der Kenwood war von der Struktur her der schlechteste. Diese hätte zu diesem Zeitpunkt noch weiter gedauert. Der beste Eischnee ist der von der KitchenAid und von der Bosch. Nach dem Eischnee durfte aber auch die Sahne nicht fehlen. Hier haben wir jeweils einen Becher Sahne in die Maschine eingefüllt und wieder auf volle Leistung eingeschaltet. Es war recht klar und auch recht früh schon wieder klar, dass die Maschine von KitchenAid besonders gut abschneidet. Insgesamt kann man sagen, dass die Maschinen mit dem Planetenrührsystem besser abgeschnitten haben beim Eiweiß als auch bei der Sahne. Die Maschine von KitchenAid, man sieht es auch schon auf dem Video, ist von der Umdrehungszahl, die wirklich bei dem Rührer ankommt, am höchsten. Und genau dieser Geschwindigkeitsvorteil, den die KitchenAid hat, sieht man auch im Resultat. Beim Eischnee und auch bei der Sahne war die KitchenAid ganz weit vorne. Wie schon vorweggenommen, die KitchenAid-Maschine konnten wir als erstes ausschalten. Auch das Ergebnis von der Sahne war sehr überzeugend. Die Sahne war sehr fest und als erstes fertig. Als zweites an der Reihe die Bosch Mumm 5. Diese hat auch wieder schnell gerührt und hat auch ein schönes Ergebnis erzielt bei der Sahne. Man sieht aber schon, dass diese etwas feiner ist und nicht so schön fest wie die bei der KitchenAid. Als drittes fertig waren die Bosch Optimum und zeitgleich die WMF. Mit etwas weiterem Abstand wieder die Maschine von Kenwood. Wie man hier jetzt sehen kann, haben eigentlich alle Maschinen eine schöne Sahne geschlagen, bis auf die Maschine von Kenwood. Die haben wir auch etwas früher ausgeschalten, weil sie einfach schon als letztes dran war. Die Sahne selbst war wie der Eischnee bei der Maschine von KitchenAid am besten. Als Fazit bleibt uns zu sagen, die Maschine von Kenwood, die Chef-Elite, ist am überzeugendsten, wenn es um die Verarbeitung von Teige geht, die fest sind, wie zum Beispiel Brot, Pasta oder Pizzateige. Wenn ich hingegen lieber Kuchen backe oder süße Sachen zubereite, die einen nicht zu festen Teig haben, ist die Maschine von KitchenAid am besten geeignet. Hier war sowohl der Kuchenteig sehr gut verarbeitet und auch die Eischnee- und Sahnezubereitung war hervorragend. In der Beschreibung von diesem Video haben wir noch einmal alle Produkte zusammengefasst und verlinkt. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen und ihr schaut wieder rein bei teigwelt.de.